Das ist der sogenannte Schraubenbaum. Das ist eine Pandanusart. Diese wächst auf Okinawa. In Primitive-Videos sieht man oft, wie aus sowas Matten geflochten werden oder Taschen. Aber in Deutschland haben wir nur Schilfrohr. Geht das auch mit diesen Schilfblättern? Und wie lange hält das? Darum geht's heute in diesem Video. Bleibt dran, los geht's. Ich habe hier ein paar Blätter sauber abgetrennt und spalte diese jetzt in der Mitte, um die harte Mittelrippe herauszutrennen. Jetzt beginne ich mit dem Flechten. Ich lege 2 Blattstreifen aufeinander. Warum, das wird später noch klar. In der Mitte des Streifens falte ich den Streifen jetzt um 90 Grad nach unten und direkt daneben nochmal spiegelverkehrt. Und in diese Ecke hinein lege ich jetzt mein erstes Querblatt. Wieder 2 aufeinanderliegende Blattstreifen. So, dass eine Seite auf dem Längsstreifen liegt und eine Seite darunter. Jetzt kommt der zweite Querstreifen hinzu und dieser wird wechselseitig eingewoben. In dieser Nahaufnahme kann man es vielleicht noch einmal etwas besser erkennen. Und jetzt seht ihr, warum es immer 2 aufeinanderliegende Blattstreifen sind. Auf der rechten Seite flechte ich jetzt aus dem unteren Querstreifen einen weiteren Längsstreifen. Dafür wird der Blattstreifen wieder um 90 Grad gefaltet. Der eine Streifen kommt zwischen die beiden Querstreifen, der andere Teil des Streifens kommt über die beiden Querstreifen. Und das mache ich jetzt andersherum auf der linken Seite. Der erste Querstreifen wird im 90 Grad Winkel gefaltet, der untere Teil kommt unter den zweiten Querstreifen, der andere kommt dazwischen. Der nächste Querstreifen besteht wieder aus 2 aufeinanderliegenden Blattstreifen und wird regulär wie beim herkömmlichen Flechten eingelegt. Dann falte ich das zweite Querblattbündel um 90 Grad nach oben und auf meiner rechten Seite wird das untere Blatt dazwischen und das obere Blatt über das folgende Querblattbündel gelegt. Auch auf meiner linken Seite wird das untere Querblattbündel um 90 Grad nach oben gefaltet und das untere Blatt kommt unter das nächstfolgende Querblattbündel und das obere Blatt zwischen das nächstfolgende Querblattbündel. Das hat zur Folge, dass die Ränder der Matte ebenmäßiger aussehen, weil sie straffer miteinander verwoben sind und weniger Bewegungsspielraum haben. Die nächsten beiden Streifen werden zu Bündeln zusammengefasst. Wechselseitig webe ich sie regulär wie beim herkömmlichen Flechten ein. Dann falte ich wieder das untere Querblattbündel rechts um 90 Grad nach oben und dann das untere Blatt dazwischen, das obere Blatt über das folgende Querblattbündel. Und links wird das untere Querblattbündel um 90 Grad nach oben gefaltet und das untere Blatt kommt drunter und das obere Blatt zwischen das nächstfolgende Querblattbündel. Ich habe jetzt mal eine kontrastreichere Unterlage gewählt und lege das nächste Querbündel ein. Anschließend werden die Ränder wieder gefaltet und in Lagen eingeflochten. Ich muss sicherlich nicht erwähnen, dass Schilfblätter kleine Grannen haben, die sie in eine Richtung sehr rau machen. Deshalb bleibt man gerne mal am Blatt hängen und das Flechten dauert etwas länger als mit Papierstreifen. Wichtig ist, dass man ab und zu die Streifen nachzieht und wieder straff macht. Durchs Trocknen werden sie eh noch weiter strumpfen, also je straffer, desto besser. Und auf diese Weise werden jetzt die nächsten Querbündel eingeflochten, bis man die gewünschte Größe erreicht hat. Ich mache jetzt hier nur einen kleinen Untersetzer, um diese Flechttechnik zu zeigen. Je länger die Streifen sind, desto breiter wird die Matte. Pythagoras Ole. Jetzt werden die seitlichen Ecken gefaltet. Einmal um 90 Grad nach oben und wieder um 90 Grad zurück nach innen, sodass sich eine Ecke ergibt. Anschließend werden die Bündel jeweils auf herkömmliche Weise durch die bestehenden Längsstreifen gewebt. Sie überlappen sich leicht und werden dann an einer günstigen Stelle abgetrennt. Streifen für Streifen werden jetzt die äußeren Längsstreifen um 90 Grad nach innen gefaltet und verwebt. Dabei achte ich darauf, dass ich die Technik des Zwischenwebens an den äußeren Streifen weiterführe. Und so werde ich alle Streifen beginnend mit den jeweils äußeren zwischenfalten und nach innen durchweben, sodass sich beide Enden überlappen.
Ganz am Ende wird es noch einmal knifflig. Nicht nur, weil sich durch die Grannen an den Blättern die Streifen gegenseitig wieder rausziehen, sondern weil auch die letzten 4 Enden sicher auf der Rückseite in den Längsstreifen verstochen werden müssen, um nicht wieder rauszurutschen. Dafür ist ein Messer recht hilfreich, um die Streifen schräg zu schneiden und als Fädelhilfe. Ist das, was man in den Primitive-Videos sieht, also machbar? Aus frischem Schilf sicher nicht. Es schrumpft beim Trocknen, kratzt und wird brüchig. Vergleichbar flexible und weiche Naturmaterialien kennen wir hier kaum. Die Flechttechnik aber funktioniert einwandfrei. Schließlich sind wir beim allerersten Querbündel angelangt. Beide Endstreifen werden jeweils zweimal um 90 Grad zu einer Ecke gefaltet und jeweils nacheinander in die bestehende Matte hineingefädelt. Im Autobereich sind Anwendungen von Topflappen über Sitzkissen bis Dach denkbar. Wenn ihr wollt, dass ich versuche, mit dieser Technik aus Papierstreifen eine Tasche zu flechten, schreibt das gern unten in die Kommentare. Fertig ist der kleine Untersetzer aus Schilf. Ich freue mich riesig über Kommentare und auch über Daumen hoch. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Gartenbastel-Outdoor-Videos sehen wollt. Zeigt meine Videos auch gerne euren Freunden. Und damit verabschiede ich mich und sage Ciao, bis zum nächsten Video.